Hi, ich bin Bonita von Königsklasse und ich bin heute hier mit Matthias. Hi Bonita. Hi Matthias, stell dich doch mal vor. Ja, wer bin ich, wenn ja, wie viele? Ich bin Matthias, ich bin 45 Jahre, ich komme aus Solingen, bin Interim-Manager, unterstütze also große Firmen dabei, agile Transformationen hinzubekommen. Außerdem bin ich auch vom TÜV Rheinland ausgezeichnet worden als Experte für Verkaufspsychologie und bin professionell ausgebildeter Verhandler, habe außerdem auch bei ehemaligen Top-Agenten vom FBI und von SWAT-Teams gelernt. Okay, da musst du jetzt mal direkt einsteigen. Ich glaube, das interessiert viele. In was von diesen allen Dingen? Wahrscheinlich FBI, oder? Okay, also es war einmal, ich habe damals bei Accenture, da habe ich sehr lange gearbeitet, habe ich eine eigene Abteilung mit aufgebaut und dann sagte mein Chef, also wir waren alle im Leadership und er sagte, ja Matthias, es wäre gut, wenn du auch noch mal ein bisschen verhandeln lernst, das ist ganz gut, ist aber ein Handwerk, musst du erlernen. Bin zu meiner ersten Schulung gegangen und bin dann, das war Anfang, ja, das war die letzte Schulung und danach kam der Lockdown 2020. Und das hat mir so sehr gefallen, dass ich, nachdem ich gekündigt hatte bei Accenture, mir gedacht habe, was mache ich denn? Und wir sind hier in so einem pinken, wunderbaren Raum. Und dann habe ich diese Marke gegründet, Pink Elephant Coach, und habe angefangen, Frauen damit zu unterstützen, mehr Gehalt und Honorar zu verhandeln. Und im Laufe dieser Zeit habe ich mich weiter ausgebildet und mein Mentor hat mir dann irgendwann gesagt, im Jahre 2023, geh doch mal nach Prag, da gibt es eine super Möglichkeit, FBI-Leute kennenzulernen, weil da ist eine große Messe. Und dann habe ich gesagt, gehe ich doch mal hin. Und dann habe ich den ehemaligen Chef vom FBI, von den Krisenverhandlungseinheiten kennengelernt, den Gary Nösner. Und dann habe ich letztes Jahr, 2023, habe ich dann ein Seminar auch noch bei ihm belegt und habe halt bei ihm so das Thema Influencing gelernt. Innerhalb von Krisenverhandlungen kannst du aber auch ins Business mitnehmen. Also so bin ich an eine Ausbildung bei einem ehemaligen Top-Agenten vom FBI gekommen. Wahnsinn. Was hast du da so persönlich auch draus mitnehmen können? Also ganz viel. Also der Typ ist ja, der hat ja über 2000 Krisenverhandlungen hatte der gehabt. Die größte war damals Waco 1993, ja, Davidianer-Sekte, 120 Geiseln, 51 Tage verhandeln. Und es ist gar nicht so, es sind gar nicht die Praktiken, die er einem beibringt. Das ist keine Rocket Science. Ja? Also es ist einfach, wie kommuniziere ich mit Menschen so direkt, dass wir auf einem Level sind und dass die Menschen das machen, was ich will. Das ist sehr einfach. Aber dieser Mann hat eine Ausstrahlung gehabt und wir haben zusammen auch Übungen gemacht. Das ist ein Gefühl. Wenn er mit dir redet und dich leitet, du kannst gar nicht anders. Und das macht nur diese jahrelange Erfahrung. Na, und das war also für mich auch nochmal ein großes, ja, also ich bin sehr dankbar dafür, aber das war nochmal ein großes Weiterkommen für mich, weil er ja aus einer ganz anderen Perspektive Verhandlungen auch sieht. Ne? Wie gehst du denn an das Thema Verhandlungen? Wie kamst du da überhaupt dran? War das eine persönliche Leidenschaft von Anfang an? Also ich verhandle seit 34 Jahren. Ich muss dazu sagen, dass ich, als ich 11 war, dass meine Mutter sich entschieden hat, dass mein Verhalten vielleicht nicht ganz so gut ist und dass wir doch vielleicht ein bisschen Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann war ich 5,5 Jahre in einer offenen Kinder- und Jugendpsychiatrie und stand auch kurz vor der Einweisung in die geschlossene. Allerdings habe ich mich immer gut rausziehen können aus irgendwelchen Gewalttaten, irgendwelchen strafbaren Dingen und bin auch so ganz gut aus dem Heim rausgekommen. Und das habe ich nur geschafft, weil ich intuitiv gut verhandeln konnte. Was nicht bedeutet, dass ich wirklich professionell verhandeln kann. Das sind nochmal zwei Dinge. Wenn also jemand dir sagt, ich kann verhandeln, macht das seit 30 Jahren, dann ist immer die Frage, wo hast du es gelernt? Weil das ist ein Handwerk. Du bist Schauspielerin, du bist Moderatorin, du hast das auch gelernt. Du hast ein Faible dafür, du hast auch Können dafür. Ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen Glück auch noch mitbringen im Leben, aber es ist ein Handwerk und man merkt es, wenn man es nicht gelernt hat. Ja, und das ist beim Verhandeln genauso. Es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, dass ungefähr 40% des Werts einer Verhandlung gar nicht gesehen wird. Das heißt, wenn wir um 10.000 Euro verhandeln, könnten wir eigentlich um 14.000 verhandeln. Weil Menschen teilweise nicht professionell ausgebildet worden sind. Ja, und irgendwann bin ich halt mal in das erste Seminar gekommen und deswegen hat es dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, geil, da will ich mehr machen. Und deswegen bin ich bei vielen verschiedenen Trainern gewesen, mache auch im Bereich Verkaufspsychologie, Mimikresonanz vieles, weil das gehört ja alles dazu. Am Ende des Tages ist Verhandeln nichts anderes, als mit einem Menschen sich zu unterhalten, darüber eine vernünftige Einigung zu bekommen. Ja, ich gebe dir was, du gibst mir was und
Eigentlich ist Verhandeln ganz einfach. Das ist ja auch das Thema, wo du jetzt eben gerade auch mit Pink Elephant mit eingestiegen bist, dass du gesagt hast, du möchtest Frauen helfen, weiter und besser zu verhandeln. Genau. Also es ist eine meiner Marken, also der Pink Elephant Coach ist so meine generelle Marke und ich habe ein Programm, das heißt Frau handelt. Das habe ich auch sehr bewusst so gewählt, weil ich Frauen dabei unterstützen möchte, dass sie beim Thema Verhandeln, Thema Gehalt, aber auch beim Thema, wenn ich in einer Partnerschaft bin und es geht um Kinder, dass ich dort auch mir einen vernünftigen Ehevertrag hole, dass sie da ins Handeln auch kommen. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Ich bin bei meiner Mami aufgewachsen, die ist alleinerziehend und hat immer viel gearbeitet. Ja, also beim Amts- und Landgericht hat Top-Prozesse, musste sie dann viele Dinge machen, hat aufgeräumt und am Ende des Tages bleibt ihr, ich will jetzt nicht nölen deswegen, aber auf jeden Fall bleibt ihr nicht ganz so viel übrig, wie die männlichen Kollegen bekommen haben, die eben nicht Teilzeit gearbeitet haben. Das ist ungerecht. Ja, und ich finde, da müssen wir von der Gesellschaft auch mal drauf achten. Ich glaube aber nicht, dass die Politik und die Gesellschaft das hinbekommt und deswegen, wie kann ich am schnellsten einen Hebel auch hier in Bewegung setzen, wenn ich Frauen dabei unterstütze, direkt einfach nach mehr Geld zu fragen. Und ich rede gar nicht davon, dass man, wenn man jetzt, sage ich mal, 50.000 Euro bekommt, dass man nach 80.000 fragt. Frag doch mal nach 53.000, frag doch mal nach 55.000 Euro. Ja, und das machst du jedes Jahr. Meine allererste Klientin, die ist jetzt im 4. Jahr, die hat jetzt kumulativ, ungefähr 100.000 Euro mehr an Gehalt, weil sie jedes Jahr verhandelt hat. Jedes Jahr. Hartnäckig. Ja, ist eine ziemlich geile Story. Die hat jetzt im Endeffekt 100.000 Euro brutto mehr auf dem Konto. Vor Steuern. Nach 4 Jahren. Ja, und wenn ich das anlege, und das haben wir mal durchgerechnet, wenn sie nicht jedes Jahr verhandelt, nur im ersten Jahr und noch 35 Jahre arbeitet, sind das fast 1 Million Euro, die sie brutto mehr hat. Ich meine, es scheint ja Erfolg zu haben mit dem, was du tust. Und wo siehst du den Punkt, warum eben so viel mehr möglich ist, was bisher von vielen Frauen nicht eingefordert wird? Ja, also es gibt 2 Dinge. Erstens, der Deutsche hat es nicht gelernt. Ja, also wenn irgendjemand sagt, ich verhandle, ich bin doch hier nicht auf dem türkischen Basar. Das ist der Klassiker. Aber warum denn nicht? Das machen wir nicht. Das ist ein Preis, den akzeptiere ich, Punkt. Frag doch mal. Frag doch mal, ob du auf dem Markt noch eine Möhre dazu bekommst. Ja, fang doch damit an. Hol dir doch mal ein paar Neins extra. Tut ja nicht weh. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ist etwas, also ich habe mit vielen weiblichen Coaches auch und mit Psychologinnen auch gesprochen und gesagt, ich verstehe das nicht. Und die haben mir dann erklärt, guck doch mal, wie Frauen erzogen werden. Und dann erinnerte ich mich an, ich habe 3 Jungs, 2 sind schon ein bisschen größer, 10 und 7. Wenn ich die zum Kindergarten gebracht habe und zufällig gesehen habe, wie dann irgendwelche Frauen ihre Mädchen weggebracht haben, dann hieß es immer, sei lieb, benimm dich, sei nicht zu laut. Ich bin ja innerlich ausgeflippt dabei und denke mir so, stimmt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die erwachsene Frau mit 18, 30, 50 nicht nach mehr fragt, weil sie gelernt hat, nicht laut zu sein, nicht unangenehm aufzufallen, sich nicht dreckig zu machen. Bei Jungs ist das alles in Ordnung. Übrigens, die verhandeln jetzt nicht besser, die fragen halt nur, ja, und sind ein bisschen dreister in Anführungszeichen und gut ist. Und das ist wirklich auch eine Erziehungssache und die müssen wir, das Schlimme ist, das ist halt, guck dir doch mal an, in den ersten Lebensjahren, du siehst nur Frauen in deinem Leben. Es fängt mit der Hebamme an, dann hast du deine Mutter um dich rum, dann hast du vielleicht eine Tagesmutter, dann hast du deine Erzieherinnen, wie viele Erzieher gibt es denn, dann kommst du in die Grundschule. Du hast nur Frauen vor dir, was jetzt nicht grundsätzlich schlecht ist. Viele von denen sind aber auch nur am Halbtags am Arbeiten, weil sie jetzt schwanger sind. Das heißt, von Kind auf kriegst du beigebracht, die Frau kriegt das Kind, die Frau bleibt zu Hause und die Frau arbeitet nicht. So, und wenn du 10 bist, dann hast du die ersten im Endeffekt auch männlichen Lehrer, wo du auch mal ein bisschen was anderes mitbekommst. Das ist anerzogen. Und das ist das Schlimme dabei. Das heißt, wir müssen unsere Kinder, und ich hoffe, dass die Generation Z das macht, dass sie so erzieht, dass sie den Kindern von Anfang an sagt, für jeden ist alles möglich. Du hast Bock darauf, go for it. Ja? Und das ist das, was ich ganz oft sehe. Deswegen habe ich ganz oft auch, da ist so ein Unwort, aber Mindset-Arbeit auch bei meinen Klientinnen. Ja, weil das ist tief drin. Und da geht es gar nicht um Traumata oder um schlimme Ereignisse in der Vergangenheit. Das ist ganz einfach. Aber was ist, wenn der dann Nein sagt? Ja, dann sagt er Nein. Dann fragst du, warum machst du Nein? Ja, kann ich doch nicht machen. Was hindert dich? Mach's doch mal. Und wenn du es dann gemacht hast und erfolgreich warst, dann hast du Bock und dann machst du es wieder. Ja.
siehst du das Problem tatsächlich bei Frauen alleine nur? Weil du hast ja jetzt auch gesagt gehabt, das ist ja eher ein kulturelles Problem irgendwo auch. Also dass wir wahrscheinlich als Deutsche sehr risikoavers an Dinge rangehen. Absolut. Absolut, man will unterm Radar fliegen und ich bin aus einer Beamtenfamilie, also ich habe da noch ganz andere Sachen mitgebracht. Meine Mutter, wenn die sagt, ja, hast du auch genügend Aufträge? Ja, es läuft. Ja, das könnte ich nicht. Ich weiß, du warst Beamtin, gibt Gründe dafür. Also wir trauen uns auch zu wenig und auf der anderen Seite, wir haben ja auch nicht wirklich eine Idee, was wir wirklich wert sind. Also wenn ich eine Arbeit mache, dann passiert es ja ganz oft, dass ich auch selbst denke, das ist ja normal, bis andere Leute sagen, ey, das ist grandios, was du dort oder dort gemacht hast. Und ich denke, das ist ja ganz normal. Da müssen wir uns auch bewusst werden. Wir müssen auch einen richtigen Freundeskreis haben. Die meisten bringen uns ja gar nicht weiter, die bestätigen uns nur drin. Ja, wenn ich sagen würde, ich hätte jetzt mal, letztes Jahr hatte ich eine Situation, da habe ich viel in den Pink Elephant Coach auch investiert und war so kurz vor der Insolvenz, obwohl ich irgendwie über 400.000 Euro verdient hatte, weil sie es unbedingt wollte. Ja. Und dann sagten einige von meinen alten Freunden, ja, da geht doch wieder die Festanstellung, da hättest du so ein Problem nicht, ja, da hättest du andere Probleme. Ja, und da kommt man auch wieder raus, wenn man will. Ja, und das ist halt auch dieser typische Deutsche auch. Ne? Wie viele Elon Musks haben wir in Deutschland? Wir werden keinen Elon Musk kriegen. Und wenn, sind die ganz schnell weg aus Deutschland. Weil wir nicht die Voraussetzungen haben für große Dinge in Deutschland. Ja, werden mich viele verhassen, aber es ist doch so. Was würdest du denn sagen, was würdest du derzeitig wirtschaftlich an der Lage ändern wollen? Oder wo siehst du das große Potenzial, was wir zurzeit noch nicht ausschöpfen? Also wenn der Bundesrat ein handwerklich richtig bescheidenes Gesetz zum Thema Kiffen durchwinkt, wo alle Experten sagen, No-Go. Ich will jetzt gar nicht, ob Kiffen ja oder nein, aber das Gesetz ist totales Bullshit. Und dann aber Digitalisierungsvorhaben nicht durchbringen, dann brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Wir brauchen mehr Digitalisierung im Land, wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen mehr Menschen, die sich auch in der Pflege um diese Kinder auch kümmern. Also gerade auch Psychologen. Wir haben ganz viele traumatisierte Kinder. Ich weiß das von meinen Traumatherapeuten, wie viele Lehrer da mit Problemen kommen, wo die in der Schule nicht helfen können. Und in einem meiner Podcasts, C2, das Beste kommt zum Schluss, bin ich mit einem Freund auch zu dem Schluss gekommen, dass wir Verhandlungstrainings oder Verhandlungswissen ab dem Kindergarten vermitteln müssen. Wozu? Da geht es gar nicht um das Verhandeln selbst, es geht aber um die Grundlagen. Also, dass ich die Gegenseite wertschätze, dass ich meine Emotionen unter Kontrolle kriege oder generell mal Thema Emotionen im Leben habe. Dann, dass es um die Bedürfnisse der Gegenseite geht und nicht um meine Forderungen. Und wenn ich damit mal auch frühzeitig anfange, dann glaube ich, dass die Welt ein bisschen ein besserer Ort werden kann. Wir werden nicht alles regeln können. Ich finde, wir sind ein geiles Land, aber wir machen gerade so ein paar Sachen falsch und wir sollten jetzt mal auf den richtigen Weg zurückkommen. Ja, mehr Digitalisierung, ja, gerade das Thema Bildung, ja, also da müssen wir auch mal wieder gucken, dass wir da die jungen Leute auch wieder mit gutem Wissen vollstopfen, nicht mit Müll, dass wir da auch weiterkommen. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Grundsätzlich glaube ich, dass wir immer noch ein cooles Land sind mit coolen Leuten, die auch was reißen können. Du hattest vorhin ja das Thema eben Bildung, mehr Lehrer. Du hattest vorhin auch noch angesprochen, dass du selber eben einen Mentor hattest. Ja. Das ist für dich also auch eine Thematik, sage ich mal. Wie siehst du das Thema Mentorship für dich persönlich in deiner Weiterentwicklung? Extrem wichtig. Also mir sagen auch Leute, wer soll dir noch was beibringen? Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, andere Einflüsse zu kriegen. Ja, ich habe jetzt ein ganz geiles Beispiel, ist die Chefin von Veleda, die Tina Müller. Ja, die war ja vorher bei Douglas. Die lässt sich jetzt von der Yael Meyer, ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Ja, die ist ja bei Ziem, die ist ja Anfang 20, hat 2 Kinder und die haben so eine Generation Z-Agentur aufgebaut und die machen jetzt Reverse Mentoring. Das heißt, die Yael mentort die Tina und die Tina mentort auch die Yael. Und das finde ich total genial. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Überhaupt nicht. Das hat auch nichts mit dem Beruf zu tun. Jeder kann mir was mitgeben. Du könntest mir als Mentorin was mitgeben. Ich kann dir als Mentor was mitbringen. Und das ist extrem wichtig, aber das ist auch in unserer Kultur auch gar nicht so, ne? Das ist so Mentoring, das ist leider nicht in unserer Kultur auch drin. Und das ist extrem wichtig. Ja, also, dass wir uns jemanden suchen, der vielleicht da ist, wo wir sind oder
wo wir sagen, der hat coole Eigenschaften oder die hat coole Eigenschaften und da würde ich gerne ein bisschen mehr von wissen und sich mit den Menschen umgeben. Ja, das finde ich, brauchen wir. Also ich habe immer, auch wenn ich das früher nicht so genannt hatte immer irgendwo Mentoren, von denen ich gelernt habe. Im Außendienst, als ich Ausbildung gemacht habe, ich weiß, ich bin einer der wenigen, die Ausbildung gemacht hat, das ist auch eine coole Sache. Da hatte ich Mentoren, im Studium hatte ich Mentoren, als ich in der Hochschulpolitik war, hatte ich Mentoren, jetzt habe ich Mentoren. Ich bin selbst auch bei MentorMe als Mentor eingetragen und habe auch 2 Mentees aktuell. Ja. Gibt es denn gerade bei den jungen Leuten etwas, wo du gerade eine Tendenz siehst, wo du sagst, das wäre etwas, was ich euch jetzt gerade gerne mitgeben möchte? Also definitiv das Thema Verhandeln, weil ich glaube, damit kannst du im Leben extrem gut weiterkommen. Es geht gar nicht darum, ob du professionell verhandeln willst. Es geht darum, was halt die ganzen Eigenschaften, die das mitbringt, dahinter sind. Ne? Verkaufspsychologie, Mimikresonanz etc., Rhetorik. Und das ist wichtig und da bin ich immer offen, wenn ich da Mentees habe und die sagen, ich habe Bock, das zu lernen und ich habe Bock, da ein bisschen was zu üben, bin ich immer offen für. Weil das ist ein tolles Thema. Es ist in Deutschland aber auch kein Thema. Ja, also wenn du in Amerika eine Verhandlung hast, dann suchst du dir sofort einen Verhandlungscoach. Punkt. In Deutschland, frag mal beim Willem nach, der seit 40 Jahren hat er doch sein kleines Geschäft, der muss immer irgendwie verhandeln und dann, ja, das funktioniert halt nicht. Ne? Wobei die Amerikaner sind ja auch ganz anders mit dem Thema Verhandeln ja auch in Berührung gekommen und da gibt es ja ganz viele, die dann nach 20 Jahren beim FBI sind dann retired, ja, in Rente und machen sich dann selbstständig als Verhandlungscoaches, ne, und kriegen dann richtig Schotter. Und das ist ja hier in Deutschland, gibt es ja vielleicht 4, 5 bekannte Verhandler und das war es dann auch. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Also du siehst da viel aus dem amerikanischen System in der Adaption beim Verhandeln. Ja, absolut, absolut. Also da kann man sich schon ein bisschen was abgucken. Allerdings warne ich auch davor, dass wir immer nur ein Konzept nehmen. Ja? Also klar, ich habe von meinem Mentor, von meinen Ausbildern viel aus dem Harvard-System mitbekommen. Die haben aber mir auch Dinge aus dem Kellogg University-System mitgegeben. Mimikresonanz, FBI, gerade für das Thema Krisenverhandlung, Selbstkontrolle, Framing, Priming. Da kommen ganz viele Dinge, die echt gut sind. Und ich sag mal, die Mischung macht es dann. Ja, also es gibt nicht die eine Guru-Lösung. Es gibt viele gute Dinge am Markt und wenn ich die gut kombiniere, dafür muss ich aber Ahnung haben, mit was Sinn macht, dann habe ich da auch eine gute Grundlage. Siehst du denn für dich privat gerade noch etwas, was du dieses Jahr gerne neu lernen möchtest? Privat neu lernen. Ja, ich möchte auf jeden Fall das Thema Storytelling. Ich glaube, das mache ich irgendwie auch ganz oft. Ich merke das nur nicht. Aber da habe ich mich jetzt bei 2 Jungs hier aus München bei Geschichten, die verkaufen, eingeschrieben. Oder das habe ich eigentlich schon letztes Jahr und da möchte ich dieses Jahr auch nochmal dran arbeiten. Also gerade auch für mein Business als Pink Elephant Coach unterstütze ich ja Einzelpersonen, Unternehmer, Freiberufler, Agenturen dabei, sich auch vernünftig zu verkaufen mit Verkaufspsychologie, Verhandlungswissen. Da habe ich ja auch einen Online-Kurs, wo wir uns auch in der Woche treffen. Und da will ich das mit reinnehmen auch, weil, wie sagen die Jungs hier aus München, Geschichten, die verkaufen, ist ja deren Marke. Und das ist halt eben auch so. Ne? Wir sind immer noch in der Steinzeit in dem Bereich, wo wir sagen, wir wollen am Feuer sitzen, wir wollen eine Geschichte hören und Menschen kaufen halt von Menschen. Und, wenn ich eine Geschichte habe, dann macht einen das auch noch ein bisschen sympathischer. Ja? Und das möchte ich einfach noch ein bisschen besser lernen, um auch meine Klienten dann auch noch besser unterstützen zu können. Genau, ansonsten würde ich gerne mal 2 Wochen Urlaub haben, ohne an Arbeit zu denken. Ich glaube, dafür liebe ich meine Arbeit auch zu sehr, aber das würde ich gerne mal versuchen. Aber das schaffe ich dieses Mal nächstes Jahr wahrscheinlich. Was machst du denn sonst dann so ein bisschen zum Ausgleich, wenn du jetzt nicht gerade in den Urlaub fahren kannst? Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber wenn ich jetzt wieder fit bin, dann gibt es wieder 4-mal die Woche morgens um 6 CrossFit. Das mache ich super gerne. Ich fahre gerne Fahrrad. Und ich glaube, das sieht man, ich koche ganz gerne. Also es ist kein Fastfood-Körper, ich koche einfach gerne und gut. Was kochst du denn gerne? Ja, also ich liebe Reis, ich liebe Currys. Ich war auch mal 2 Wochen in Indien von der Arbeit aus. Ganz, ganz toll, was ich da hinten erlebt habe, auch mit den Menschen in der Freizeit. Und ja, also ich habe jetzt aufgehört, Süßigkeiten, also einen Nachtisch zu kreieren, weil der ist sehr gut, aber
mein neuer Hausarzt hat gesagt, wir müssen uns mal unterhalten. Ist alles bei dir noch in Ordnung, aber in 10 Jahren könnte es Probleme geben. Von dem her, ja. Aber ein gutes Steak, Medium Rare, kommt auch gerne auf den Grill. Ich mag es einfach auch einfach. Man muss nicht immer viel Shishi. Ich kann nicht schön anrichten. Das sieht dann immer aus wie... Aber es schmeckt. Es soll gut schmecken. Absolut, absolut, ja. Das ist so ein schönes Schlusswort. Matthias, ich danke dir so sehr für deine Zeit und für deine Insights. Und ja, ich bedanke mich, dass du diese ganzen tollen Inhalte mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao.